Hallo zu einer neuen Folge von Gerrits Tagebuch. Diese Folge steht endlich mal wieder im Zeichen der Formel 1. Die Formel 1 ist seit 5 Jahren so bei mir das Hauptthema, bei euch nicht so, weil man kann nicht so viele Bilder zeigen. Es geht jetzt hoffentlich langsam los. In dieser Folge werdet ihr mal wieder ein bisschen Bilder sehen. Aber es findet auch weiterhin, auch im Endsport, immer noch ganz viel in unseren Köpfen und in Computern statt. Wir müssen nämlich die Strecke zum Beispiel bauen. Bei der Strecke heißt es 21 Meter lange Formel 1 Strecke mit wahnsinnig vielen Leiterbahnen, die hochstromfähig sein müssen und ganz vielen Steuerplatinen. Das findet in Computern statt und wir haben das Problem, dass so eine Platine, nachher so ein Streckenabschnitt, der ist fast 1 Meter lang, weil wir möglichst lange, große Streckenabschnitte bauen wollen, damit wir wenig Übergänge haben, weil die sind ein Risiko beim Fahren nachher. Dass wir das Problem haben, dass wir diese Strecke mittlerweile in den Jahren so kompliziert gemacht haben mit Rückmeldungssystemen drin und so weiter und so fort, dass unser Leiterplattenhersteller Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3 sagt, ups, also ich komme an mein Limit. Wir müssen in Europa irgendwie Hersteller finden, die das in der Größe verarbeiten können. Das heißt, wir sind da ein bisschen im Delay, aber wir nutzen die Zeit, um diese Strecke überhaupt erstmal zu kreieren. Die muss am Computer in Programm geroutet werden und das sind so komplexe Leiterbahnen. Man muss sich vorstellen, wir sitzen da und ist eine einzige Leiterbahn falsch, dann war es das. Und dann haben wir wieder ein Delay von ungefähr 3 Monaten, was wir uns nicht leisten können. Das heißt, wir sind gerade alle sehr angespannt und nervös und zeichnen und kontrollieren Tag ein, Tag aus diese 21 Meter lange Strecke, wo wir hoffen, dass wir schon nächstes Mal das erste Teil in der Hand haben können. Wir müssen aber auch noch weitere Platinen herstellen. Das tun wir momentan tatsächlich immer noch mit der Hand, weil wir immer noch im letzten abschließenden Prototypenstadium sind. Das heißt, es gibt ja nachher ohne Ende Mikrocontroller, die das Ganze steuern. Das sind 200 bis 300 für die Fahrlogik und etwa 2.000 bis 3.000 für die Rückmeldelogik, dass wir herausfinden, wo die Autos sind. Die Platinen, die sind zwar groß, aber sie sind so filigran, weil so viele Bauteile drauf müssen, dass wir nur einen haben, der das schafft, mit der Hand zu löten. Und das ist Sascha. Das ist die allerletzte Platine, die du davon machen musst. Wir sind nämlich immer noch im Prototypenstadion und das heißt, da macht man das noch mit der Hand. Sascha denkt jedes Mal, das war's jetzt, das ist die letzte. Ich schwöre dir, das ist die letzte. Ich bin mir absolut sicher. Ich will es auch hoffen, Gerrit, weil ich habe keine Lust, bei jedes Mal diese Platinen zu bestücken. Da sind weit über 1000 Bauteile drauf und du brauchst fast 1,5 Tage, um die zu bestücken. Und das ist echt anstrengend. Warum die Kommunikation mit Sascha über dieses Thema so ich sag mal, delikat ist, schaut euch mal an, was das für eine Geduld bedeutet, so eine Platine neu zu bestücken. Viel Spaß! Hat ja gar nicht so lange gedauert. Ja, ich bin jetzt hier bei Jens und wir haben wochenlang philosophiert, wie wir denn diese 20 Formel 1 Autos, also 10 Teams, A2 Autos, plus eventuell Formel E haben wir ja auch noch vor, also 40, 50 Autos, die es als Modell nicht zu kaufen gibt, hinbekommen. Dann dachten wir zwischenzeitlich, Mensch, die Teams haben sicherlich alle 3D-Daten, wir kriegen wir rübergeschickt, passen wir hier ein bisschen an und drucken das. Aber dann haben wir ziemlich schnell festgestellt, die sind so filigran, die Autos, dass wenn wir das schrumpfen, diese 3D-Daten, kommen wir bei Materialstärken nahe 0 raus. Und deswegen blieb nichts anderes übrig als Jens per Hand zeichnen. Neu, von vorne an. Ja, aber das habe ich natürlich auch gern gemacht, weil ich finde das interessant und mir macht das Spaß, auch wenn es natürlich nicht so kurz mal zu machen ist. Wie lange hast du gebraucht? 40, 50 Stunden werde ich da schon dran gesessen haben. Aber mittlerweile ist hier ein einigermaßen druckbares Modell entstanden. Aber das ist der große Vorteil mit denen, dass du die Teile alle auf unterschiedliche Ebenen legen konntest, ne? Genau, das habe ich extra gemacht.
Jetzt haben wir erstmal dieses Modell, da kriegst du dann einen 3D-Druck von und dann testen wir das schön und fahren das über die Anlage, gucken, wo das am ehesten kaputt geht und dann gehen wir hin und gucken, ob wir einige Teile einfach ersetzen müssen oder noch mal ein bisschen dicker neu zeichnen. Ich gehe davon aus, dass wir ungefähr in einer Woche den ersten fertigen 3D-Druck dann über die Anlage jagen können. In diesen Worten waren jetzt zwei wichtige Informationen drin. Erstens erkennt das Wunderland über Jahre, wir planen nicht viel und probieren gerne aus. Das heißt, das mit den Ebenen und dass man die Teile einzeln ersetzen kann, hilft uns sehr, wenn wir jetzt Erfahrungen machen sollten, dass was nicht so passt. Und die wichtigere war, ich kriege in einer Woche einen 3D-Druck. Das ist der Perfektionismus, denn ich weiß, dass du hier auf unserem nicht so hochauflösenden 3D-Drucker ja schon einen Druck gemacht hast, den du jetzt einfach mal so einen Tisch fallen lässt, weil er dir wahrscheinlich fein genug ist. Na, wir können uns den gerne angucken. Ich habe den Frontspoiler mal gedruckt, um zu wissen, wie sind wir da überhaupt, wie kommen wir von den Materialstärken hin. Und auch der Body ist schon mal Probe gedruckt. Können wir uns gerne angucken. Ich finde das Ergebnis schon mal gar nicht schlecht. Und komm mal mit. So, manchmal ist es ärgerlich, wenn man viele, viele Stunden Arbeit und auch noch Nacharbeit und Ausprobieren mal locker in einer Pommelschale hinlegen kann. Also das, was ihr hier seht, ist eine Menge Entwicklungsweg. Aber ich sehe da ein Auto, ich sehe sogar zwei, die bei uns aus dem Drucker gekommen sind. Obwohl das kein besonders guter ist, finde ich das Ergebnis schon ziemlich gut. Sieht auf jeden Fall nett aus und man kann erkennen, worum es geht und es sind auch überraschenderweise alle Teile dran und nicht abgefallen. Das müssen wir nur mal gucken, wenn die dann Test fahren, wo es überall als erstes abfliegt, wo das Material zu dünn ist. Und ich werde damit Unfälle bauen, bis der Arzt kommt, dann wissen wir es. Aber ja. Was du sagst, jetzt müssen wir nur noch mal sehen. Wir müssen die nur noch mal anmalen. Das ist ja nun dein ich weiß ja manchmal gar nicht, Lieblingsbeschäftigung, aber Finish macht eigentlich am meisten Spaß, oder? Also normalerweise macht es eigentlich Spaß, wenn das dann an so einen Filigramskram geht, wo gar nichts mehr drauf passt, wo man nicht mal weiß, wo man da die Aufkleber über die Riefen kleben soll. Dann Zumal, es sind gar keine Aufkleber, du hast das mit Airbrush gemacht, oder? Der ist mit Airbrush gemacht, genau, und mit Pinsel. Also die Autos sind so kompliziert designt heutzutage, ich bin gespannt, wie dicht du da rankommst, aber bei der Größe, also das finde ich auf jeden Fall schon mal ziemlich genial. Und ab und zu muss Jens mal auf mich warten oder hat die Schnauze von so kleinen Teilen voll, dann kommt sowas bei raus. Wie ich vorhin gesehen habe, mich tierisch drüber gefreut. Eine Entenfamilie. Gut, 3 Wochen, bis wir das erste fertige Auto sehen. Du machst dir in 2. Perfekt. Und aus Plastik. Ja. Sehr gut. Ich gehe mal zu Axel, mal gucken, was die Strecke macht. Vielen Dank. Jo. So, ich bin jetzt hier bei Axel. Ich mache mal einen ganz kurzen Exkurs für die, die nicht jede Folge von Gerhards Tagebuch sehen. Wir haben nämlich vor 5 Jahren hier das erste Mal über Formel 1 geredet. Da hast du mich angesprochen mit der Idee, hey, Planarantrieb, glaube ich, irgendwo mal das Thema gehabt. Wir könnten doch die Formel 1 mit Magnetfeldern und so weiter transportieren. Ich fand die Idee so spannend, auch wenn ich dir nicht geglaubt habe, dass wir das schaffen werden oder dass das am Ende klappt im Dauerbetrieb. Aber jetzt ich erzähle das eigentlich deswegen, hole ich es jetzt mal aus der Vergangenheit hoch, weil so ein bisschen gerade diese Wochen gerade der Moment ist, wo ich das erste Mal glaube, wir kriegen das hin. Ist zwar immer noch nicht ganz sicher, aber glaubst du es? Ja, klar. Weil du den Test gesehen hast. Ja, mach immer weiter. Ne? Also wir sind nämlich so weit, beziehungsweise in dem Fall muss man sagen, Axel ist so weit, weil er da momentan meine Software umgeht, die sowas nicht erlauben würde, was du da spielst. Du kannst mit 6 Autos im Kreis fahren. Ja, mehr Autos habe ich nicht. Mehr Autos, und du könntest auch mit mehr Autos im Kreis fahren und fährst auch schon reichlich. Ja. Was war die längste Strecke? Nach 10.000 Runden musste ich Feierabend. Ne? Und die haben keinen Fehler mehr gemacht. Nee. Also ihr könnt euch gleich vorstellen, was das für mich für eine Nachricht ist, dass hier 6 Autos im Kreis fahren. Lass mal fahren. Das kommt alles noch dazu. Ja, genial. 5 Jahre später fahren hier 6 Autos. Man sieht, es geht momentan echt mit großen Schritten voran. Und jetzt ist so ein bisschen die nächste Herausforderung, dass das, was auf dem Bildschirm schon, das habt ihr ja schon mal gesehen in einer der Folgen, wie die Autos da schon auf der Strecke fahren, dass wir das zu dir kriegen. Also sprich, das sind wahnsinnig viele Daten, die in hoher Geschwindigkeit zu dir müssen. Du musst die umsetzen in diesen ganzen Platinen. Das sind tausende Prozessoren, könnte man am Ende sagen, die alle miteinander reden müssen. Genau. Werden die immer schneller? Ja. Das kenne ich noch nicht. Ich habe auch hier schon das Grinsen von Axel gesehen. Jetzt geht es hier schon mit 150 Sachen in die Kurve. Also, wir hatten nämlich gestern die Unterhaltung, ob denn auch die Bodenhaftung gut genug ist. Ich glaube, du willst es mir gerade zeigen, ne? Ein Wechsel kaputt, sonst wirst du auch noch schon. Ja, irgendwo ist die Fliehkraft dann. Alles klar. Es war eine gute Vorführung, weil 400 Stundenkilometer ist in der Kurve Schluss. Genial.
Also ich hoffe, dass wir in den nächsten Wochen, vielleicht schon bis zur nächsten Folge, ein fertiges Auto haben. Das wäre so das erste Finish-Produkt, wo man dann so wirklich die Farben schon sieht und sieht, wo wir eigentlich hinwollen, wofür wir 5 Jahre gearbeitet haben. Dass die Kommunikation zwischen uns beiden noch besser läuft, zumindest softwaretechnisch. Und dann hoffe ich, dass wir das mit den Steuerungsplatinen, die sind ja eigentlich soweit fit, aber dass wir das mit den Platinen für die Streckenbau hinbekommen, weil das ist so ein bisschen das zeitliche Steckenpferd gerade. Aber vielleicht haben wir in der nächsten Folge schon die erste große fertige Straßenplatine in der Hand und bauen sie mit euch zusammen ein. Es bleibt spannend. Kaputt Tschüss. gegangen sind die nie.